Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Perfect Green und heute geht es um das Thema Handerifizierer. Wir haben schon sehr viele getestet und heute schauen wir uns mal den Rasenspecht im Detail an. Viel Spaß! Ja, wie gesagt, heute geht es um das Thema Erifizieren, Handerifizierer und es geht um den Rasenspecht. Für all diejenigen, die nicht wissen, was Erifizieren bedeutet, gehe ich nochmals kurz drauf ein. Wir haben zwar ein separates Video, das blenden wir euch oben ein, da geht es dann nochmals genauer drum, aber ganz grob, das Thema Erifizieren, es ist sehr wichtig, damit ihr einfach in dem Fall, was ich jetzt euch heute vorstelle, einen Bodenaustausch vornehmen könnt. Dadurch gelangt einfach mehr Sauerstoff in den Boden, ein Gasaustausch findet statt, CO2 geht raus, Sauerstoff geht rein. Das fördert wiederum das Wurzelwachstum, Düngeraufnahme, Wasseraufnahme und vor allem wird der Boden dadurch lockerer, luftiger und vor allem sandiger. Um das geht's. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, es ist eine wahnsinnige, schweißtreibende Arbeit, vor allem mit den Handerifizierern. Aber da gibt es richtig gute, zum Beispiel der Rasenspecht. Und da muss ich auch ehrlich sagen, wir werden sehr viel gefragt, welche denn wir empfehlen, weil wir haben wirklich schon sehr viele getestet. Und da muss ich ganz klar sagen, ist der Rasenspecht einer der besten Handerifizierer auf dem Markt, der sehr gut funktioniert und vor allem auch problemlos funktioniert und sehr lange hält. Und aus dem Grund gehen wir jetzt wirklich ins Detail von dem Rasenspecht. Wenn ihr den Rasenspecht geliefert bekommt und ihr ihn einmal in der Hand habt, merkt ihr schon, die Qualität ist einfach made in Germany. Es fängt beim Griff an und hört unten bei den Spoons auf. Das Teil ist wirklich absolut 1A verarbeitet und ich, wenn ihr unseren Kanal kennt, ihr wisst, dass ich sehr penibel bin und ganz ehrlich, ich finde absolut keinen Kritikpunkt. Der Rasenspecht, ihr habt auf der Homepage die Möglichkeit, blende ich euch übrigens unten in der Videobeschreibung ein, da habt ihr die Möglichkeit, den Rasenspecht in verschiedenen Farben zu bestellen. Ihr könnt auch den Griff, die Griffhöhe könnt ihr wählen, ob ihr jetzt etwas größer seid oder so wie ich etwas kleiner mit 1,75, dann könnt ihr den normalen Griff wählen und ihr habt sogar die Möglichkeit, ihr könnt verschiedene Spoons aussuchen. Die haben wirklich alles Mögliche. Die haben zum Beispiel einen Zweier-Spoon, der ist angeschrägt, dadurch kommt ihr bei härterem Boden, vor allem bei Lehmböden, kommt ihr leichter rein und das ist wirklich eine enorme Arbeitserleichterung. Dann gibt es noch Dreier-Spoons, auch 20 mm. Es gibt normale Zweier-Spoons mit 20 mm. Es gibt ein Zweier-Spoon mit 16 mm. Die gibt es dann auch mit, soweit ich weiß, glaube auch mit 3. Und dann gibt es auch noch einen mit 25 mm, der eigentlich dafür gedacht ist für Unkraut. Ich persönlich nehme ihn aber für Regenwurmhäufchen. Dazu haben wir auch ein Video gemacht und es funktioniert wirklich sehr gut. Prinzipiell ist es einfach nur genial, weil er ist nicht so wie manche günstige bei eBay, wo man kaufen kann. Da habe ich auch mal einen gekauft. Das sind die ganzen Spoons, die sind einfach nur, das sind ganz normale Röhrchen. Und da kommen die Cores nicht raus. Die Cores sind übrigens für alle, die es nicht kennen, das nennt man Cores. Ihr stecht sozusagen die Erde aus. Und beim Rasenspecht ist es so, dass die wirklich konisch sind. Die sind unten schmäler als oben und dadurch lässt der Druck nach und somit kommen die Cores deutlich besser raus. Und ihr seht auch hier, ihr habt hier zwei verschiedene Materialien. Es ist einfach ein gehärteter Stahl, er ist sehr scharf und dadurch kommt ihr wahnsinnig leicht in den Boden rein und somit ist es wirklich eine Arbeitserleichterung, aber es bleibt halt trotzdem noch eine Schwerstarbeit, vor allem wenn man 300 Quadratmeter hat. Was auch richtig genial ist und ich glaube auf dem Bild kommt das auch gar nicht so rüber oder auf dem Video, die Wanne. Die Auffangwanne ist mega gut, es funktioniert super und vor allem sie ist sehr weich. Und das ist auch sehr entscheidend, denn es gibt auch Handerifizierer,
die eine Metallwanne haben. Und wenn man da mal an das Schienbein hinkommt, das spürt man dann gleich. Deswegen finde ich es echt gut, dass man hier einfach ein sehr weiches Gummi gewählt hat, aber nicht zu weich, so dass es auch wirklich formstabil bleibt. Ja, wie gesagt, es fängt schon beim Griff an. Er liegt mega gut in der Hand und prinzipiell muss ich sagen, obwohl es qualitativ wirklich gar nichts auszusetzen gibt, hat die Firma Rasenspecht trotzdem noch was gefunden und hat eine neuere Version rausgebracht. Und ich muss echt sagen, es sind Details, die wären mir persönlich gar nicht aufgefallen, aber es ist nochmals besser. Das bedeutet, die haben was Gutes nochmals besser gemacht und darauf gehen wir jetzt ein, denn ich habe beide Versionen da. Die Unterschiede vom neuen Specht zum alten Specht oder die ältere Version sind wirklich nur Details und eigentlich auf den ersten Blick gar nicht erkennbar. Trotzdem sind es sehr entscheidende Unterschiede. Die ältere Version, die hatten hier am Griff, das waren 2 Teile und das Ganze war geschraubt mit einer Schraube. Und das wurde jetzt nochmals geändert und zwar haben die bei der neuen Version das aus einem Stück, beziehungsweise auch 2 Stücke, aber die haben geschweißt. Und eine gute Schweißnaht hält natürlich deutlich besser und ist auch robuster als eine geschraubte Version. Von daher muss ich schon sagen, mich persönlich hätte es nicht gestört, aber es sind halt, wie gesagt, Details. Das zweite Detail ist auch hier in diesem Bereich, man sieht es hier unten, da haben sie auch etwas geändert. Die haben einmal bei der alten Version, ich denke mal, das hier ist ein Teil und das hier ist wahrscheinlich zusammengesteckt gewesen und eventuell verschraubt, weiß nicht, von unten vielleicht. Und die neue Version ist hier auch etwas anders, da haben sie hier komplett haben sie auch komplett zusammengeschweißt. Weitere Details seht ihr vielleicht, wenn ihr mal beide anschaut, was die Höhe angeht. Ich stecke jetzt beide mal direkt komplett runter, dann sieht man es vielleicht besser. Ihr habt hier bei der neuen Version, ist der Bügel deutlich flacher. Er ist näher an der Wanne dran als hier bei dieser Version. Und das bringt den entscheidenden Vorteil, dass ihr bei der neuen Version euren Fuß, euer Bein nicht so weit heben müsst. Es ist deutlich angenehmer zum Drauftreten als bei dieser Version. Vor allem, wenn man dann noch außerhalb vom Rasen ist, da muss man schon ordentlich anheben und hier ist es einfach angenehmer. Es sind wirklich nur ein paar Zentimeter, aber es ist deutlich angenehmer. Ansonsten haben sie nochmals was geändert und zwar die Aufnahme der Spoons. Generell die Spoons, ihr könnt natürlich die alten, die neuen Spoons mit kombinieren, da hat sich gar nichts geändert. Auch die Aufnahme nicht, die Schraubenversion bzw. den Lochabstand, nichts hat sich geändert. Aber wie sie verschraubt sind, das hat sich geändert und es ist wirklich, da merkt man schon die Liebe zum Detail. Ihr habt hier in der älteren Version, da hattet ihr von unten, da fehlt schon eine Schraube, die habe ich verloren. Es ist eine normale Kreuzschlitzschraube und hier innen drin ist das Ganze dann mit Flügelmuttern befestigt gewesen. Und dadurch konntet ihr mit einem Schraubenzieher und per Hand die Spoons wechseln. Und da könnt ihr, wie vorhin schon erwähnt, 2er, 3er Spoons reinmachen. In der neuen Version habt ihr hier Schlossschrauben dran und dadurch habt ihr auch hier in dieser innen drin, mal die Kors rausziehen, seht ihr es besser, da haben sie Hutmuttern genommen. Und dadurch bringt es den entscheidenden Vorteil, dass das Gewinde nicht verdreckt und somit nicht beschädigt wird, beziehungsweise sich auch das Ganze wieder lösen lässt. Und zudem habt ihr auch weiteren Vorteil, dass hier unten nichts mehr verdreckt und kein Dreck sozusagen, Grasreste, Sandreste etc. hängen bleibt. Und hier kann schon sein, dass da mal was zu war und ihr musstet dies erst reinigen, bevor man das Ganze gewechselt hat. Das sind so die kleinen Details, aber vor allem entscheidende Details, wie ich finde. Denn wie gesagt, was Gutes, noch besser gemacht. Und da merkt man einfach, es zeichnet einfach einen Hersteller aus,
obwohl es eigentlich nichts zu beanstanden gibt, aber er trotzdem neue Versionen rausbringt. Prinzipiell muss euch klar sein, dass das Erifizieren von Hand wirklich eine sehr schweißtreibende Arbeit ist. Vor allem, wenn man 300 Quadratmeter hat, wie ich. Denn das schafft ihr definitiv nicht an einem Tag, auch nicht an 2 Tage. Deswegen empfehle ich es eigentlich, so 50 Quadratmeter am Tag ist realistisch. Danach ist man wirklich auch brotfertig. Prinzipiell kann ich euch auch einen Tipp geben. Je nach Bodenqualität, was ihr habt, habt ihr jetzt einen sehr lehmigen Boden, tonhaltigen Boden, so wie ich, würde ich persönlich an eurer Stelle immer die 20er Spoons nehmen. Die machen zwar mehr Schaden, die holen mehr raus, die sind somit wirklich eher sichtbar, aber das hat den entscheidenden Vorteil, ihr seht es jetzt vielleicht, ich gehe einfach drauf und dann kommen die Cores ohne Probleme raus. Ich habe hier einen 16er Spoon. Der 16er Spoon funktioniert in meinem Boden nicht. Egal, ob es jetzt vom Rasenspecht ist oder andere Hersteller, die sind einfach zu klein. Da erhöht sich der Druck im Spoon so extrem, dass nichts rauskommt. Egal, wo ich reinsteche, egal wie trocken der Boden ist, es funktioniert nicht. Ihr habt es gesehen, minimal kommt was raus, aber es funktioniert nicht. Wie gesagt, ist nur bei mir so, vielleicht nur bei mir so, vielleicht auch bei euch. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Deswegen empfehle ich eigentlich immer eher die 20er Spoon. Ob 2 oder 3 muss jeder für sich wissen, je nachdem, wie viel er austauschen möchte. Und wie das Ganze in der Praxis funktioniert und wie anstrengend es ist, zeige ich euch jetzt. Ihr seht es auch schon, es kommt darauf an, wie stark der Boden gewässert ist. Bei Lehmböden würde ich prinzipiell empfehlen, schaut, dass er nicht zu feucht ist. Ist der Lehmboden zu feucht, dann kann auch sein, dass bei 20er Spoons die Cores nicht rauskommen, weil es einfach klebt. Und auch hier einen kleinen Tipp, und das finde ich richtig genial beim Specht, das sieht man, damit ihr überall schön den gleichen Abstand habt, kann ich euch empfehlen, schaut, dass wenn ihr ihn rauszieht, dass ihr die nächste ansetzt in dem Bereich, wo die Wanne aufhört und ihr von oben durchschauen könnt und von oben dann die Löcher seht. Und so habt ihr eigentlich immer den gleichen Abstand. Puh. Ihr merkt es vielleicht, ich fange schon an zu atmen. Aber ihr seht auch, wie genial gut die Cores rauskommen und sich die Wanne füllt. Und das ist auch wiederum ein Vorteil der Wanne, als wenn ich gar keinen hätte. So, ich habe jetzt mal eine schöne Bahn gezogen. Ich finde, wie gesagt, macht sehr schöne Löcher rein, passt alles. Und das Ganze wird jetzt normalerweise mit Sand verfüllt. Idealerweise ein Sand 0,2 bis 2 mm, das ist meine Empfehlung. Dann vor allem auch ein Quarzsand, der ist mehrfach gewaschen, Feinstanteile sind raus und dadurch sorgt er einfach für einen langfristigen, lockeren Boden, weil der Sand nicht mehr verdichtet bzw. Das Wasser auch besser abfließen kann. Ich in meinem Fall lasse die Löcher jetzt offen. Warum? Ja, ich habe hier noch minimal eine leichte Erhöhung. Ist wirklich nur minimal, das sieht man auf dem Video nicht. Ich habe eine leichte Erhöhung drin und ich habe schon mal einen Test gemacht letztes Jahr im Herbst und habe auch einen anderen Bereich habe ich erifiziert, Löcher offen gelassen, nicht verfüllt mit Sand und das Ganze hat sich wahnsinnig schnell gesetzt. Innerhalb von 14 bis 21 Tagen ist das Ganze dann wirklich runter und somit könnt ihr auch mit einem Handerifizierer Unebenheiten ausgleichen. Klar, wenn der Boden zu tief ist, dann sanden und rakeln und wenn er zu hoch ist, dann einfach erifizieren. So einfach geht's. Sehr interessant ist übrigens auch, wenn man sich mal die Cores genauer anschaut und das kann ich euch dann auch empfehlen, macht das einfach mal. Ihr seht nämlich darin, wie tief die Wurzeln gehen und ihr seht es auch hier
Bei meinem trotz Supina-Rasen, gut, ich habe auch noch Lolium drin, sind die Wurzeln gute 7, 8 cm lang. Und ihr seht auch einfach mal den Bodenaufbau, wie das Ganze so ausschaut. Und ihr seht es auch hier, ist relativ tonhaltig, hier oben ein bisschen Sand. Also immer wieder mal sanden hat schon was gebracht. Die Kors übrigens, ich persönlich, wenn es nicht zu viel ist, wenn ich nur mal kleine Bereiche mache, ich entsorge die Kors meistens im Hochbeet. Ist richtig gut, ein guter Tipp einfach mal an euch, denn die Erde ist eigentlich ganz gut. Sie wird ja regelmäßig mit Bodenaktivator versorgt, mit Dünger etc. und somit einfach ins Hochbeet rein, wenn es natürlich keine 300 Quadratmeter sind, die ihr erifiziert. Ja, ich persönlich muss echt sagen, ich bin mit dem Rasenspecht mega zufrieden. Weiß nicht, ob ihr auch zufrieden seid. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr von dem genialen Teil haltet oder ob es vielleicht irgendeinen Kritikpunkt gibt, wo ich jetzt noch nicht gesehen habe. Also von dem her einfach mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wenn Fragen sind, sehr gerne in die Kommentare. Den Link von dem Rasenspecht sowie einen 10% Rabattcode findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Würde uns sehr freuen, wenn ihr diesen auch nutzt, denn dadurch unterstützt ihr den Kanal Perfect Green. Dafür wären wir natürlich sehr dankbar. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.